In einer meiner letzten Meditationen habe ich aus der geistigen Welt gehört, dass sie eine Botschaft für dich hier und alle anderen in der Community hat. Darin geht es darum, wie gelingt dir der Selbstausdruck deiner Seele in ihrem Menschsein? Warum ist Rückzug dafür so wichtig? Und welche Empfehlungen hat die geistige Welt für dich? Wenn ich mich zum Channeln bereit mache, dann geht es natürlich erstmal um die energetische Reinigung des Kanals. Aber dann, wenn die Botschaft quasi fließt, dann hast du das nicht unter Kontrolle. Mit anderen Worten, ich spreche das sofort ins Mikrofon und wenn die Botschaft beendet ist, höre ich es mir an. Und danach habe ich selbst erstmal die Situation, dass ich darüber nachdenken muss und mich fragen muss, inwieweit stimmt das jetzt mit mir überein? Und so bitte ich auch dich, wie immer, wenn du die Botschaft gleich hören wirst, zu checken für dich, inwieweit kannst du damit in Resonanz gehen. Das nimmst du für dich heraus und das, was sich nicht so stimmig anfühlt, das lässt du am Wegesrand liegen. Das ist dann für jemand anderen bestimmt. Wenn dir das Ganze und meine Arbeit hier auf YouTube gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Naja, und jetzt für dieses Video über ein Like, einen Daumen nach oben und wenn du magst, auch einen netten Kommentar. Das hilft mir hier bei meiner Arbeit auf YouTube. Am Ende verlinke ich noch das eine oder andere Video, was hilfreich sein kann für dich. Ich werde mich nach dem Channeling, zu dem wir gleich hinswitchen, nicht noch einmal melden. Daher wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören, eine gute Zeit und bestes Gelingen bei der Umsetzung und sage an dieser Stelle schon mal Tschüss. Ich verbinde mich mit dem grün-goldenen Licht und liebevollen Aspekt der Urquelle und frage für mich und die Zuseher und Zuhörer auf meinem Kanal hier, was ist jetzt wichtig für uns zu wissen und gegebenenfalls zu tun? Und danke schon jetzt für eure Botschaft. Wir grüßen dich und deine Zuseher und Zuhörer und senden euch gern unsere Botschaft, denn sie scheint uns sehr wichtig zu sein in dieser Zeit. Viele von euch sind verunsichert, schweben in Ängsten und machen sich tausend Gedanken um das, wie es weitergeht mit der Erde, mit ihrem eigenen Leben, mit dem, was im scheinbaren Außen geschieht. Wisset als erstes, ihr habt beschlossen, zu genau dieser Zeit als Seele zu inkarnieren auf der Erde und der Erde und euch selbst als Seele in eurem Wachstum zu dienen. Was heißt das? Ihr braucht gar nichts Spezielles zu tun, denn jeder einzelne von euch ist genau richtig, so wie er ist in dem Augenblick, in dem er auf sich selbst und in sein Herz schaut. Und die wichtigste Aufgabe ist die, in euer Sein als Seelen selbst zu gelangen. Was ist nach eurer Inkarnation geschehen? In der Anfangszeit, als ihr noch sehr, sehr, sehr klein wart, konntet ihr euch noch selbst ausdrücken, so wie ihr wart, vollkommen gleichgültig, weil euer Umfeld immer positiv, in den meisten Fällen zumindest, auf euch reagiert hat. Indem ihr älter wurdet und herangewachsen seid, haben euch jedoch all die Dinge ereilt, die ihr heute als Erziehung bezeichnet.
zuvörderst durch eure Eltern, eure Mütter, eure Väter und all die anderen Personen, die an eurer Erziehung beteiligt waren. Dadurch sind viele Muster in euch entstanden, Glaubensmuster, wie Filter, durch die ihr jetzt alles, was geschieht, seht und danach euer Handeln ausrichtet. Ihr Menschen seid ja nicht als isolierte Wesen lebensfähig. Ihr lebt in Gemeinschaften und ab und zu zieht ihr euch zurück, um euch wieder dem zu nähern, was euer Selbstausdruck ist. Dieser Rückzug passierte in alten Kulturen, regelmäßig, in größeren Abständen und vor allem in besonderen Zeiten im Leben eines Menschen. Zum Beispiel, wenn er erwachsen wurde. Frauen wurden im Frauenkreis eingeweiht in die Mysterien des Frauseins, genau wie die Männer auf einsamen Wegen erfuhren, was es bedeutet, Männer zu sein. Und so sind eure männliche und weibliche Seite durcheinander geraten. Manch einer hat seine Männlichkeit abgelehnt und mancher seine Weiblichkeit. Und dabei ist das Männliche und das Weibliche in unterschiedlichen Formen des Selbstausdrucks in jedem Menschen vorhanden, in den Frauen wie in den Männern. Und es geht für jeden Einzelnen von euch jetzt darum, und wir betonen es besonders, in seinem eigenen Tempo den Weg zu seinem ganz individuellen Selbstausdruck zu finden. Dazu bedarf es des Rückzugs, dazu bedarf es des zeitweiligen Abschottens von der Welt, die ihr als das Außen wahrnehmt und die doch kein Außen ist, da ihr eingebunden und Teil des Ganzen seid. Es geht darum, in euer Urselbst hineinzufinden, in die Weisheit eures Herzens, denn dort findet ihr die Basis für euren Selbstausdruck. Ihr nennt es in dem Satz, folge deinem Herzen, ganz oft jedoch ohne genau zu fühlen oder gar zu wissen, wie dieses folge deinem Herzen denn vonstatten gehen mag. Jeder von euch spürt es besonders dann, wenn er sozusagen in seinem Tun vollkommen aufgeht, die Zeit um sich herum vergisst, gar nichts mehr wahrnimmt, was um ihn herum sich abspielt. Dann ist das der Selbstausdruck, wie ihn noch ein ganz kleines Kind hat, das gewiss sein kann, dass es angenommen wird, so wie es ist, und können dem vertrauen, sofern sie in Umgebungen aufgewachsen sind und aufwachsen, die sie annehmen, so wie sie sind. Über Jahrhunderte und Jahrtausende ist jedoch Entsetzliches geschehen und so gibt es viele Ängste. Ängste sind eine riesige Mauer, eine riesige Blockade vor eurem wahren Selbstausdruck. Und so ist unsere Bitte, der ihr folgen könnt in eurem eigenen Tempo, wenn ihr mögt. Zieht euch für einen gewissen Zeitraum in die Stille, in die Einsamkeit zurück, ohne irgendetwas Spezielles zu tun, ohne ein Ziel, ohne eine Aufgabe. Nehmt euch an diesen Rückzugsort Nahrung mit, zu trinken mit, sofern ihr sie nicht dort vor Ort auch finden könnt, in Form von Quellen sauberen Wassers
und Pflanzen und Beeren in der Natur. Denn die Natur ist ein sehr, sehr guter Rückzugsort. Lasst euren Rückzug mehrere Stunden, besser noch mehrere Tage andauern. Wir wissen, dass viele von euch in ganz viele Prozesse eingebunden sind, denen sie nur schwer entfliehen können. Wir denken da zum Beispiel an die Mütter oder Väter, die ihre Kinder ja nicht im Stich lassen können und wollen. Sorgt einfach für einen gewissen Zeitraum von etlichen Stunden dafür, dass eure Kinder gut versorgt sind. Lasst all eure Elektronik daheim. Ihr braucht sie nicht an eurem Rückzug. Ihr werdet spüren, wenn es an der Zeit ist, für euch zurückzukehren in euer normales Leben, in der Einsamkeit selbst, in der Stille. Folgt dann einfach euren inneren Impulsen. Nehmt etwas zum Schreiben mit, so dass ihr das, was an Gedanken, an Inspirationen, an Impulsen in euch aufkommt, an Ideen, von denen ihr genau spürt, ja, ja, das ist in Einklang mit meinem Herzen, mit meiner Seele. Und wenn ihr dann aus eurer Abgeschiedenheit zurückkehrt in euer normales Leben, dann denkt darüber nach, was davon, und sei es noch so winzig und so klein, jetzt an der Zeit ist, in die Tat umzusetzen. Denn das hilft euch, euren Selbstausdruck mit Leben zu erfüllen. Seid euch auch darüber im Klaren, dass nicht jeder aus eurem Umfeld lieben wird, was ihr dort beschlossen habt zu tun. Jedoch ist es für euer Seelenheil und Wohl eine wunderbare Sache, in eurer Mitte, in diesem, was ihr beschlossen habt, zu bleiben, aufzugehen und damit ein Leuchtfeuer, ein Symbol, eine Inspiration für euer Umfeld zu sein und zu werden, falls ihr es noch nicht seid. Ängste sind überflüssig. Ängste sind Sachen eures Egos. Eure Seele kennt keine Angst. Eure Seele kennt nur ihren Selbstausdruck, wie die Blume, die blüht, wie das Wasser, das einfach fließt. Wir wünschen nur das Beste für jede einzelne Seele von euch, dass sie in ihren Selbstausdruck kommen möge, dass sie den Mut haben möge, einfach eine gewisse Zeit in die Isolation zu gehen und ihren inneren Impulsen, ihrem Herzen zu lauschen und das dann umzusetzen. Wir lieben euch, wir sind bei euch zu eurer Unterstützung. Danke.